Wenn du etwas Herzhaftes suchst, das schnell geht, aber trotzdem aussieht wie ein kleines, besonderes Abendessen, dann ist dieses Rezept perfekt. Heute mache ich gefüllte Champignons aus der Heißluftfritteuse mit Käse, einer cremigen Füllung und knusprigem Bacon. Zuerst schneide ich eine Zwiebel ganz fein. Je kleiner die Zwiebelstücke sind, desto besser verbinden sie sich später mit der Füllung. Dann reibe ich noch eine Knoblauchzehe dazu. Knoblauch gibt den Pilzen später diesen richtig leckeren, herzhaften Geschmack. Jetzt nehme ich etwas frische Petersilie und schneide sie fein. Petersilie passt hier wirklich sehr gut, weil sie die Füllung frischer macht und nicht zu schwer wirken lässt. Du kannst auch Schnittlauch nehmen, wenn du den lieber magst. Jetzt nehme ich ungefähr 10 Champignons. Ich entferne vorsichtig die Stiele und höhle die Pilzköpfe ein bisschen aus. Mach das am besten langsam, damit die Champignons nicht brechen. Die Pilzköpfe sollen wie kleine Schälchen aussehen, denn gleich kommt die ganze leckere Füllung hinein. Ein kleiner Tipp: Nimm lieber etwas größere Champignons, dann lassen sie sich viel leichter füllen. Die Stiele werfe ich natürlich nicht weg. Ich schneide sie ganz klein, denn sie kommen direkt in die Füllung. So bekommen wir noch mehr Pilzgeschmack und nichts wird verschwendet. Gerade bei solchen einfachen Rezepten liebe ich es, wenn man wirklich alles verwendet. Jetzt erhitze ich etwas Öl in einer Pfanne. Dann gebe ich die klein geschnittenen Pilzstiele und die Zwiebel hinein. Ich brate alles ein paar Minuten an, bis die Zwiebel weich wird und die Pilze ihr Aroma entwickeln. Jetzt kommt der geriebene Knoblauch dazu. Den Knoblauch gebe ich immer erst später in die Pfanne, damit er nicht verbrennt und bitter wird. Dann füge ich auch die Petersilie hinzu und mische alles gut durch. Schon jetzt riecht es richtig lecker. Wenn du möchtest, kannst du hier noch etwas Salz, Pfeffer oder Paprikapulver dazugeben. Ich brate die Füllung nur kurz weiter, bis alles schön weich und aromatisch ist. Danach nehme ich die Pfanne vom Herd und lasse die Mischung kurz abkühlen. Jetzt gebe ich die Pilz-Zwiebelmischung in eine Schüssel. Dazu kommt ein großer Esslöffel saure Sahne oder Frischkäse. Mit Frischkäse wird die Füllung etwas cremiger und fester, mit saurer Sahne etwas leichter. Beides funktioniert sehr gut. Ich vermische alles, bis eine schöne cremige Füllung entsteht. Jetzt fülle ich die Champignonköpfe mit dieser Mischung. Ich gebe ruhig etwas mehr hinein, denn beim Backen wird die Füllung noch etwas kompakter. Die Pilze sollen richtig schön voll aussehen. Das ist später auch optisch viel appetitlicher.
Nun reibe ich etwa 150 Gramm festen Käse. Du kannst Gouda, Emmentaler oder Mozzarella nehmen. Ich gebe den Käse direkt oben auf die gefüllten Champignons. Beim Backen schmilzt er schön und macht die Oberfläche goldbraun und lecker. Jetzt kommt noch der Bacon. Ich wickle jeden gefüllten Champignon vorsichtig in eine Scheibe Bacon. Das hält die Pilze schön zusammen und gibt außen eine würzige, leicht knusprige Schicht. Wenn der Bacon sehr lang ist, kannst du ihn einfach halbieren. Wichtig ist nur, dass die Füllung oben noch sichtbar bleibt. Jetzt lege ich die gefüllten Champignons in den Korb der Heißluftfritteuse. Ich lasse ein bisschen Abstand zwischen den Pilzen, damit die heiße Luft gut zirkulieren kann. Dann backe ich sie etwa 15 Minuten bei 200 Grad Celsius. Der Bacon soll leicht knusprig werden und der Käse schön schmelzen. Und fertig sind diese unglaublich leckeren gefüllten Champignons aus der Heißluftfritteuse. Innen sind sie cremig und würzig, oben ist der Käse geschmolzen und außen macht der Bacon alles noch herzhafter. Das ist perfekt als kleines Abendessen, als Snack oder wenn Gäste kommen und du etwas Einfaches, aber Besonderes servieren möchtest. Wenn dir solche einfachen Airfryer-Rezepte gefallen, schreib mir gerne in die Kommentare, womit du Champignons am liebsten füllen würdest. Mit Käse, Gemüse oder vielleicht auch mit Hähnchen? Guten Appetit und bis zum nächsten Rezept bei Polly!